anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sind im Bodmin Moor unterwegs, nahe dem Ort Davidstow. Denn hier gibt es eine inzwischen vergessene Rennstrecke. Hier ist sogar die Formel 1 gefahren. Was wir hier bei Google Earth sehen, ist ein ehemaliger Flugplatz aus den 40er Jahren. Dieser Flugplatz wurde dann in den 50er Jahren zur Rennstrecke. Den Verlauf der Rennstrecke habe ich hier mal rot eingezeichnet. Im kalten und windigen Bodmin Moor suchen wir jetzt die Überreste des Davidstow Circuit. Das ist nochmal ein richtiger Lost Place. Ehemaliger Flughafen und hinter mir grasen zwischen den Gebäuden die Pferde und die Schafe. Den Flugplatz hatte die Royal Air Force 1942 gebaut und bis 1945, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, war er als Flugplatz auch in Betrieb. (1952) baute man hier die erste Version der Rennstrecke. Das hier ist eine Luftaufnahme von 1952 und das hier ist das Streckenprofil der Rennstrecke von 1952 und man hat sie dann leicht verändert für 1953. Das war übrigens durchaus üblich, dass man Flugplätze zu Rennstrecken umbaute. Wir fahren jetzt eine der Verbindungsstraßen lang, die neben der Start- und Landebahn waren. Die Rennstrecke bestand dann eben aus der Start- und Landebahn und einer Straße gleich daneben. Das scheint die Start- und Landebahn zu sein. Und vermutlich dann auch die Rennstrecke. Die Rennstrecke, die 1952 eröffnet wurde, war 4,2 Kilometer lang. Die war nicht sehr anspruchsvoll, sodass das Layout für 1953 geändert wurde. Im August 1952 wurde hier das erste Rennen gefahren. Zu diesem Rennen, einem Sportwagenrennen, kamen so ein paar tausend Zuschauer. Ein Jahr später sollen es schon 20.000 gewesen sein. Wie viele Rennen hier gefahren wurden, kann ich nicht sagen, ich habe keine Unterlagen darüber gefunden. 1953 jedenfalls fuhren hier bereits Formel-3-Autos. 1954 wurden hier Formel Libre, Formel 2 und Formel 1 Rennen ausgetragen. Da es wenig Teilnehmer waren, starteten mehrere Klassen gemeinsam und interessanterweise hat beim Formel 1 Rennen dann ein Formel 2 Auto gewonnen. Das war übrigens das Rennen, wo eine Brücke einstürzte, eine Brücke, die über die Rennstrecke führte, und das Rennen musste dann abgebrochen werden. Bei einem zweiten Rennen 1954, das als Formel 1 Rennen ausgeschrieben war, war allerdings kein einziger Formel 1 Wagen am Start. Gewonnen hat dann ein Sportwagen von Lotus, der allerdings die Formel 1 Kriterien erfüllt hat. Das gilt also eigentlich als erster Sieg von Lotus in einem Formel 1 Rennen, wurde aber offiziell nie anerkannt. Die Gebäude, die ihr da im Hintergrund seht, gehörten übrigens zum Flughafen. 1955 endete dann die Geschichte dieser Rennstrecke mit einem Formel Libre Rennen. Die Infrastruktur hier im Bodmin Moor war einfach zu schlecht und das Wetter auch. Hier an dieser Stelle übrigens müssten Start und Ziel bei den Rennen gewesen sein. Das ist übrigens auch ein ehemaliges Flugplatzgebäude. Zwischen grasenden Schafen verlassen wir den Davidstow Circuit.
Hat Spaß gemacht hier, war sehr interessant. Schade, dass diese Rennstrecke nicht mehr genutzt wird. Aber in diesem Sinn, tschüss.